Also wir haben im Studium sehr viele technische Fächer, auch sehr viele grundlegende Fächer, da auch viele Studierende nicht aus dem technischen Bereich kommen. Ich erwarte, dass ich deutlich mehr nochmal von den technischen Aspekten verstehe, dort besser werde und dann mit meinen Kunden bessere technische Gespräche führen kann. Ich arbeite bei einem Automobilzuliefererunternehmen und ich habe halt gemerkt, dass selbst in den kaufmännischen Abteilungen es immer hilfreich ist, einen technischen Hintergrund zu haben, weil man eben doch häufig über die Produkte spricht, die man selbst fertigt, und da ist es halt sehr hilfreich, wenn man auch ein bisschen weiß, worüber man spricht. Wir richten uns an Leute, die den wirtschaftlichen Teil ihres Jobs oder ihres zukünftigen Jobs beherrschen und jetzt sagen, jetzt will ich von dem anderen aber auch noch irgendwas wissen. Es ist ein guter Mix, also man hat immer wieder Theorieanteile, geht dann aber auch in die Labore und guckt sich dann vor Ort das an, macht selber Versuche, die man dann nachstellt, und hat einen sehr guten Mix zwischen Theorie und Praxis. Ich glaube, es ist klar, dass man natürlich nicht jede Technologie kennenlernen kann, aber gerade dadurch, dass wir auch häufig im Labor sind oder eben in der Maschinenhalle, lernt man schon viele Prozesse auch praktisch mal kennen. Na, man braucht das ganz, ganz häufig in der Wirtschaft. Richtige Ingenieure, sage ich mal. Die braucht man vielleicht gar nicht so häufig, sondern man braucht dauernd Leute, die das Kommerzielle mit dem Technischen zusammenbringen. Deshalb ist mein langfristiges Ziel schon auch in dieser Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft zu bleiben, aber natürlich auch weiterführende Aufgaben zu übernehmen und gegebenenfalls was in Richtung Projektleitung und so weiter zu machen. Die Betreuung ist sehr gut. Wir sind ein Studiengang mit 15 Leuten, haben eine sehr individuelle Betreuung, sehr gutes Verhältnis zu unseren Dozenten. Das ist sehr, sehr gut. Dass man einen sehr engen Kontakt zu den Professoren hat, dass man sie auch abends anrufen kann, wenn man Probleme hat oder wenn man zu den Klausuren nicht kann, dass man da Alternativtermine findet und dass die Theorie auch sehr gut in die Praxis rein integriert wird. Ja, also ich muss schon sagen, dass die Dozenten sehr stark mit uns in die Diskussion gehen und auch immer wieder fragen, aus welchen Bereichen wir kommen, in welchen Bereichen wir es anwenden können. Das wird nicht nur gefördert, sondern auch gleichzeitig gefordert, weil darauf auch die Lehre teilweise ausgerichtet wird. Das ist für uns total hilfreich, weil wir natürlich uns dadurch auch in unseren jetzigen Berufen stärker weiterentwickeln können, und gleichzeitig sind natürlich die Interessensgebiete von allen dann vertreten. Ich kenne einige, die auch in meinem Gebiet in der Automobilindustrie arbeiten, und dadurch ist es super, dass man da auch mal Erfahrungen austauscht und ich dadurch auch noch mehr lerne. Man muss natürlich ein bisschen sich darauf einstellen, dass man einfach für diese 2 Jahre sich die Zeit für das Studium nimmt. Aber ich glaube, jeder, der das hier macht, ist so motiviert, dass er da auch sich darauf eingestellt hat.